Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal werde ich euch zwei Frühlingsdeko-Ideen im Glas zeigen, und zwar mit Krokussen und mit Narzissen. Mein erstes Glas wird ein Rotweinglas sein und das hat jetzt in meinem Fall in etwa eine Höhe von circa, ja sagen wir mal 23 cm und der Durchmesser beträgt in etwa 7 cm. Und das Rotweinglas wird jetzt als erstes mit Dekosand befüllt werden, jetzt natürlich nicht bis ganz nach oben hin. Ich habe mir jetzt so vorgestellt in etwa bis zu dieser Stelle, wo das Glas am dicksten ist. So, mal eben gucken, ob das jetzt schon vielleicht reicht. Ich schau mal eben hier von der Seite. Ja, kann auch ein bisschen was hinein. So, okay, das kann schon mal beiseite. Schucke, schucke. Und dann habe ich jetzt hier Krokusse aus meinem Garten. Diese Krokusse, die werden jetzt mit Moos umwickelt werden. Oder um jetzt mal genauer zu sein, ist das in meinem Fall Plattenmoos und wie bereits erwähnt, werden damit jetzt die Krokusse umwickelt werden. Wenn da jetzt ein paar Wurzeln bei flöten gehen sollten, das ist jetzt überhaupt nicht schlimm. So, ich mache das jetzt wirklich nur so ganz locker flockig drumherum, dass die Krokusse da richtig schön eingebettet sind in dem Moos. Und das platziere ich jetzt in meinem Rotweinglas, beziehungsweise ich mache hier erst einmal den Tisch sauber. Da habe ich dreckige Pfoten. So, mal vorsichtig anfassen. Und platziere die jetzt auf diesem Dekosand. Ich will die ganze Zeit Spiegelsand sagen, ich weiß gar nicht warum. So, drücke ich mir das hier so ein bisschen zurecht, mein Moos. Dass das hier gut ausgefüllt ist, mein Weinglas, mein Rotweinglas. Zack. Das hier, das kann man nachher einfach mit einem kleinen Lappen sauber machen oder mit einem Q-Tip, womit auch immer. So. Okay, soweit, so gut. Jetzt habe ich hier noch Reste aus einem vorherigen Projekt. Das sind, jetzt komme ich nicht auf den Namen, Heidelbeerkraut müsste das sein. Ich glaube, das heißt zumindest Heidelbeerkraut. Dann habe ich hier einen, wie heißt es, Schilfwedel. Flechten liegen hier hinten. Da weiß ich jetzt allerdings noch nicht, ob die eingearbeitet werden. Ich muss jetzt nachher erstmal selber entscheiden, was aussieht oder was halt nicht aussieht. Weil ich möchte das hier schon so ein bisschen so eingebettet haben, die Krokusse. Ach, so ein paar Flechten. Ja, warum eigentlich nicht? Die habe ich auch irgendwann mal im Gartencenter gekauft. Ich werde ja mehrmals gefragt, wo ich die Sachen alle herbekomme. Und was war das denn? Irgend so eine komische Schnur war da drin. Ja, vielleicht war die da jetzt in der Packung schon mit drin oder ich habe die da aus Versehen irgendwie reingeschmissen. Jedenfalls, was wollte ich jetzt erzählen? Ich werde immer gefragt, woher ich die Sachen bekomme. Also ich war heute echt in 3 Geschäften. Ich hatte nämlich ursprünglich vorgehabt, eine andere Deko zu machen mit einer Glasschale. Ich habe nirgendwo eine Glasschale bekommen. Und ansonsten bekomme ich halt viele Sachen im Gartencenter, dann in so Kramläden. Jetzt sollte ich vielleicht auch mal erklären, was ich hier mache. Das ist halt jetzt dieses Heidelbeerkraut. Das wird jetzt hier so in meinem Glas, ja, so justiert werden, sag ich mal. Einfach so nach Gefühl da einarbeiten. Und diesen Schilfwedel habe ich mir jetzt vorgestellt, wenn der überhaupt da jetzt noch mit hineinkommt, weil das wird jetzt gerade schon ein bisschen voll. Ich muss auch natürlich darauf achten, dass die Krokusse da auch im Laufe der Zeit hinauswachsen können, dass das hier nicht alles total bedeckt ist. Aber ich glaube, ich lasse das da drinnen, hier dieses Schilfzeug. Also noch mehr werde ich jetzt an dem Rotweinglas nicht machen und von daher kann das jetzt erst einmal beiseite. Und dann komme ich jetzt mal zu Glas Nummer 2. Das hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von in etwa 22 cm und da beträgt der Durchmesser im oberen Bereich in etwa 16 cm. Auch dieses Glas wird jetzt erst einmal wieder befüllt werden. Das sind jetzt so Dekosteine. Mal eben hier aufmachen. Ich mache das so in etwa, ja, bis zu dieser Höhe. Ich muss mal gucken, ob ich alle benötigen werde. Mal abwarten. Hauptsache, die reichen auch. Ach, ich kippe jetzt einfach alle rein. So. Okay. Auch hier mal eben verteilen. Bei den Narzissen war ich jetzt gerade noch ein bisschen am Hin und Her überlegen, ob ich die jetzt auch einfach mit Plattenmoos umwickeln werde, dann in meinem Glas platziere. Aber ich denke, mit dem Plattenmoos sieht einfach am schönsten aus, als wenn ich da jetzt was anderes drumherum wickeln würde. Was auch gut aussehen würde, zum Beispiel, ja, sagen wir mal Jute. Das Plattenmoos, das habe ich auch die ganze Zeit jetzt draußen gehabt. Das stammt von Weihnachten oder, nee, November. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das gekauft hatte. Und ihr könnt ja schon sehen, die Narzissen lasse ich jetzt auch einfach in ihrem Topf drinne. So, noch ein bisschen Moos. Legt das hier auch wieder nur so drumherum, so locker flockig. Kann man sich hier auch ein bisschen zurechtzupfen, sein Plattenmoos. Oder man kann es hier auch einfach so einschlagen. Aber die Narzissen, die brauchen auf jeden Fall nachher ein bisschen Wasser. Eben hier andrücken. Ja. Wobei, wisst ihr was? Ich mache da jetzt doch etwas Draht drumherum, weil so gefällt mir das jetzt überhaupt nicht. Das fällt mir gerade zu sehr auseinander.
Hier haben wir jetzt einfach mal dunklen Bindedraht. Wer möchte, kann da jetzt auch einen farbigen Bindedraht drumherum wickeln. Bleibt jetzt jedem selbst überlassen, was er halt schöner findet. So, na komm. Jetzt mache ich hier schon mal einen kleinen Knoten hinein, damit der Draht nicht permanent hin und her verrutscht. Vielleicht hält das ja bei euch auch ohne Draht, aber in meinem Fall war das halt jetzt nicht der Fall. Zwischen die Narzissen lege ich jetzt auch ein bisschen Plattenmus, dann sieht das meiner Meinung nach ja noch hübscher aus. Okay, wo ist meine alte Drahtschere? Ja, jetzt finde ich sie nicht, aber ich habe jetzt hier eine ganz andere alte Schere noch zur Verfügung. Schneide den Draht jetzt mal ab und verfriere mir den mit dem bereits dran gewickelten Draht. Ich gehe jetzt hier einfach mal so dazwischen und dann verzwirbel ich den einfach. Okidoki, das hier mal eben sauber machen. Mal ein Glas mal vorsichtig hier rüberholen, nicht, dass ich das gleich wieder einsaue. So. Ja doch, mit Moos ist eigentlich immer am schönsten, finde ich jedenfalls. So, und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich das noch weiter befüllen werde. Wobei andererseits, ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen. Man kann ja auch zu viel machen. Ich tendiere ja oftmals dazu, ja, zu viel zu machen irgendwo. Ich denke, ich werde jetzt hier noch ein paar Zweige drumherum platzieren, um das Moos oder auch vielmehr hier um die Narzissen. Vielleicht auch ein bisschen Efeu, ich muss jetzt mal eben selber noch drüber nachdenken, oder noch etwas von diesem Heidekraut. Ich habe mich jetzt entschieden, wie ich weiterarbeiten werde, und zwar mit Islandmoos, Efeu aus meinem Garten. Dann habe ich hier Rindenstücke, ein paar Weidenzweige und noch einen Schilfwedel. Als erstes kommt aber jetzt das Islandmoos dran. Das wird so hier in die Zwischenräume einfach hineingestopft werden. Ich drücke das hier jetzt wirklich so hinein, weil so gefiel mir das jetzt irgendwie noch nicht, das Glas. Also das jetzt einfach nur so zu lassen. Durch das Islandmoos kommt jetzt hier bei dem Glas auch noch ein bisschen mehr ja, Farbe hinein. Es ist ja jetzt so ein, ja, sagen wir mal, giftig grünes Islandmoos. So unschöne Stellen beim Islandmoos, die zupfe ich mir jetzt einfach mal ab. Mal gucken, da könnte auch noch ein bisschen was hin. Dann platziere ich jetzt mal ein passendes Rindenstück. Ich glaube, das hier sähe jetzt hier ganz gut aus. Dann kommt halt mal der Efeu dran, beziehungsweise jetzt erst diese Weidenzweige. Das soll so richtig befüllt werden an den Rändern oder zwischen dem Moos. Ja, einfach hier so drumherum friebeln und dann halt nach Gefühl die ganzen Sachen einarbeiten. Ich werde jetzt auf meinem Glas noch einen Zweig von einem Rotdorn platzieren. Der ist auch so richtig schön mit Flechten bewachsen. Allerdings müsst ihr beim Rotdorn ein bisschen vorsichtig arbeiten, weil der hat Dornen. Ja, und somit bin ich jetzt mit diesem Glas auch soweit fertig. Schade, dass die Narzissen noch nicht am Blühen sind. Dann sähe das Ganze halt noch cooler aus. Aber mehr werde ich da jetzt auch nicht dran machen. Einmal die Woche werden die Pflanzen dann bei mir etwas Wasser erhalten, aber jetzt nicht mehr wie ein kleines Schnapspinnchen voll mit Wasser. Und wenn die Pflanzen verblüht sind, dann werden sie an frostfreien Tagen in meinen Garten einfach ausgepflanzt werden. Oder ihr pflanzt die einfach in Töpfe und hebt die dann auf für das nächste Frühjahr. Ja, und ansonsten werde ich mich jetzt mal an dieser Stelle bei euch verabschieden, beziehungsweise eine Sache ist mir jetzt noch eingefallen. Das Verblühte schneide ich erst dann ab, wenn das komplett vertrocknet ist. So, aber jetzt werde ich mich definitiv auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!